Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie wunderschön, dass du da bist. Heute habe ich mal zum Spaß mich geschminkt. Das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Die ganze Schminke ist schon ganz alt. 4 Jahre lang nicht mehr verwendet. Ja, aber heute hatte ich einfach den Spaß dazu, mal so zu dir zu kommen, was trotzdem von innen und aus meinem Herzen wie immer ungeschminkt ist. Nur meinem Körper habe ich mal den Spaß gegönnt, das anders zu machen. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Und da sind wir auch schon gleich beim Zentralen. Denn genau jetzt in dieser Zeit, wo so viel passiert, wo so viel Wandel ist, so viel, wow, so viel Neues, so viel Ungewohntes, so viel Transformation, bei dir auch noch Winter, Vorweihnachtszeit kann ja oft ganz heftig sein. Es ist so wichtig, so wesentlich, dafür zu sorgen, dass du Freude hast, dass du Spaß hast, dass du mit deinem Herzen verbunden bist. Dein Herz ist das Allerwichtigste. Und was heißt denn, das Herz ist das Allerwichtigste? Das bedeutet, dass du fühlst, wann du Spaß hast, dass du fühlst, was macht dir Freude, was bringt dich zum Lachen, was möchtest du jetzt, genau jetzt gerne tun in diesem einzelnen Augenblick? Ist sozusagen all die ganzen Sorgen, dass ich das und das und das alles hinbekomme und die Welt und all diese ganzen Sachen, sind die so viel stärker in deinem Leben? Oder ist es dir möglich, dich gemütlich irgendwo hinzulegen aufs Sofa und einfach mit dir in Verbindung zu treten und mit deinem Herzen in Verbindung zu treten und dich zu fragen: „Was liebst du eigentlich? Und kannst du dir etwas geben von dem, was du liebst?“ Und wenn es einfach ein schöner, warmer, kuscheliger Tee ist oder wenn es ein herrliches Essen ist oder wenn dein Zimmer so ausschaut, wie du das am liebsten hast oder wenn du dir anschaust, was dir Freude macht oder wenn du Musik hörst, die dir Freude macht. Dieses Angeschlossensein, Verbundensein mit deinem Herzen ist unglaublich wichtig. Und das ist eins der größten Dinge, die du auf keinen Fall wissen solltest, dass das, was du liebst, nicht etwas ist, was du in die Ecke schmeißen musst, sondern dass das, was du liebst, du bist und dein Weg ist und dein Gefühl ist in dir, worum es geht. Christian und ich, mein Mann und ich, wir haben seit unendlich vielen Jahren ein Spiel miteinander im Leben. Und das geht so. Wir gehen auf die Energie. Wenn wir einkaufen, wenn wir hierhin gehen, wenn wir unterwegs sind und sagen: „Ach, wo gehen wir heute vielleicht essen?“ Also, da, wo es bei mir ist es meistens so schon vorher von innen, aber wenn wir so gemeinsam unterwegs sind, dann lassen wir es auch spielen. Und gerade auch beim Einkaufen, welche Sachen nehmen wir mit zum Beispiel? Und da ist es so, wenn du mit dir und deinem Herzen verbunden bist, fang an, die Dinge zu leuchten. Das kennst du vielleicht, dass dich etwas anzieht. Ja, oh, das muss ich machen. Nein, das muss ich kaufen. Ich weiß gar nicht wofür, aber es lacht heute so aus dem Regal. Ich nehme es heute mit. Der Verstand sagt, du spinnst wohl. Das ist genau das, worauf es nicht ankommt. Und das ist die Manipulation. Genau das ist es, worauf es ankommt. Die Energien, wenn dir was entgegenleuchtet, wenn du fühlst, boah, das zieht dich an, das hat damit zu tun, dass dein Inneres damit in Resonanz tritt und dass das jetzt sehr wohl und gerade für dich das Richtige ist. Diese Natürlichkeit, ein Kind macht das selbstverständlich. Ja, das hat ganz selbstverständlich, wuff, geht es auf die Energien, was gerade zieht, da ist es auch schon da. Das ist total wichtig im Leben, dass du spürst, dass du mit diesen Bedürfnissen in dir wirklich in Verbundenheit bist.
ja, dass du spüren kannst, was ist es, was du jetzt am liebsten auch essen willst? Was will dein Körper jetzt essen? Ja, dass du spüren kannst, was ist es, was du jetzt am liebsten tun willst und dann das tust. Weil wir sind am Heraustreten und Aufwachen aus der Manipulation. Die gesamte Freiheit, dein gesamtes Königsreich steht dir restlos zur Verfügung. Frei. Das Einzige, warum du es vielleicht bisher noch nicht voll ergriffen hast in deinem Leben, ist ein einziger Punkt. Angst. Angst, nicht gut genug zu sein. Ja, alles, das ist alles. Und damit arbeitet die Manipulation und der Verstand. Die Matrix hier in diesem Leben, wodurch wir die ganzen Schwierigkeiten erleben. Und in dem Moment, wo wir das erkennen und unserer Freude und unserer Begeisterung folgen, passieren ganz viele Wunder. Nämlich, deine Schwingung fängt sich an zu heben. Und je mehr deine Schwingung sich hebt, umso leichter wird alles. Und gleichzeitig ist deine Schwingung dafür zuständig, was dir im Leben begegnet. Dein Herz ist zentral. Dein Herz kennt deinen Weg. Dein Herz braucht nichts. Es weiß alles. Das, was braucht, ist die Erinnerung in deinem Verstand, dass du dich wieder an dein Herz und deine Natürlichkeit erinnerst und dort alles schöpfst, worauf es ankommt. Jetzt in dieser Zeit kommt es sehr darauf an, dir klar zu werden, was sind deine Ziele fürs nächste Jahr? Was ist es, was du willst? Wofür tust du was? Bist du mit deinem Herzen in Verbindung? Wie sieht dein Leben aus in allen Lebensbereichen? Bist du überall richtig entfaltet und total begeistert und glücklich? Oder hast du noch sämtliche Baustellen, wo du denkst, oh mein Gott, da gucke ich lieber nicht hin? Und was ist es, was dich nicht hingucken lässt? Die Angst etwa? Ich habe ganz viele Jahre mit der Angst gearbeitet, weil ich gemerkt habe, wow, die Angst ist im Grunde genommen das Zentrale, was mich von meinen Zielen abhält. Und ich habe dann so viel Spaß gehabt, wirklich mitten in die Angst hineinzuspringen und zu sehen, immer wieder zu sehen, dass die Angst selber hier im Verstand eine Vorstellung ist, eine Fata Morgana. Und wenn ich da drinnen stehe und diese wahnsinnige Angst in meinem ganzen Körper spüre, wow, kann ja wirklich furchtbar sein, und ich stehe da drinnen, bin ich innerhalb von kürzester Zeit durch. Und ich befreie mich und die Angst hat keinen Zugriff mehr. Die Angst, von der ich jetzt gerade hier spreche, du weißt auch, welche Angst ich meine. Nicht die Angst vom Haus runterspringen oder sowas. Aber die Angst, die dich weghält oder dir sagt: „Nein, du kannst diesen Beruf nicht an den Nagel hängen, weil dann hast du kein Geld“, oder überhaupt die ganzen Geschichten, die kollektiv herumschwirren an Ängsten von anderen Leuten und Situationen, was da alles sein könnte. Also, wo du dich mit dem beschäftigst, was du jetzt willst und damit in Verbindung kommst. Und manchmal ist es so, dass dieses Paradies in dir richtig vertrocknet ist und du ganz schwer drankommst, was ist es denn eigentlich, was du wirklich willst? Genau. Und darum geht es. Es geht darum, da reinzugehen und zu spüren, was ist es, was du wirklich willst. Wenn du morgen die Intention setzt, dass du einen wunderschönen Tag haben möchtest, wunderschöne Begegnungen und dass du das findest, was du wirklich willst, kann das passieren.
Wenn du dich für das entscheidest, was dir wichtig ist, kann das passieren. Wenn du darauf achtest, dass es dir gut geht, kann das passieren. Wenn du darauf achtest, dass es dir gut geht, dann fängst du an zu leuchten und ein Feld an Energie geht um dich herum aus deinem Herzen heraus. Das sind elektromagnetische, messbare Strahlen, die alles anfangen anzustrahlen und andere Menschen im Drumherum an mitzunehmen. Ja, du bist Trendsetter. Du bist Schöpfer, du bist wichtig. Das, was von dir ausgeht, sind Wellen in die Welt, die deine Welt verändern. Aber es kommt immer darauf an, dass du den ersten Schritt machst, auf niemanden wartest. Es kommt darauf an, dass du in die Welt lachst, dann kann dir die Welt zurücklachen. Und du lachst natürlich und bist angebunden natürlich in deinem Herzen, wenn du weißt, was du liebst und wenn du mit dem verbunden bist, was du liebst, wenn du tust, was du liebst. Das ist so wesentlich und das ist eine der größten Manipulationen auf so einer simplen Basis, durch die wir durchlaufen sind, ja. Die Kirche, die dann schon so wahnsinnig toll sagt, du darfst sozusagen nicht an dich als erstes denken, du musst immer die anderen im Auge haben und das ist auch ein wichtiges Thema gerade in dieser vorweihnachtlichen Zeit für dich. Ich bin hier in Asien, bei mir gibt es kein Weihnachten. Es ist ganz wichtig, ja, dass du auf diese Dinge total hinhörst und dir erlaubst, dass niemand das toll findet, was du machst, aber dein Herz fängt an zu singen. Und am Anfang ist das ganz normal, am Anfang findet das niemand toll. Und je mehr du anfängst, da drinnen zu singen und je mehr du das bist, was du wirklich bist, umso mehr wirst du sehen, dass du deine ganze Welt veränderst. Und ich erzähle, ich rede nicht einfach so daher. Erstens mal bin ich angeschlossen an meine innere Stimme, die mir 2006 in mir aufgewacht ist und was mein eigenes Sein ist, was durch mich hindurch spricht, durch mein Herz hindurch spricht. Und zum anderen habe ich die Rolle von einer Modedesignerin mit meiner eigenen Marke gespielt, mit Schauen in New York, mit Schauen zu den Cannes Filmfestspielen, mit ganz viel Medien, Fernsehen und sonst Zeitungen, Auftritten. Und das Ganze habe ich wirklich ursprünglich so gestartet, dass ich gesagt habe: „Das und das und das und das ist mir wichtig.“ Und das war alles, wo jeder mir gesagt hat: „Das kann man nicht, das kann man nicht, das kann man nicht und das kann man nicht machen.“ Teure, langlebige Mode, zeitlos, voller Lebensfreude, wahnsinnig farbig. Ich war immer schon farbig. Im Winter, wo alle grau und schwarz waren, war ich farbig. Und all diese ganzen Sachen. Und was hat's gebracht? Nachher wurde ich gefragt, welche Farbe trägt man wann, was macht man wo, wie und so weiter. Also, ich habe tatsächlich diesen Trendsetter in mir voll entfaltet und bin auch damals schon ganz und gar meinem Herzen gefolgt und habe überall meine Kreativität dafür eingerichtet und dafür genutzt, um alles so zu gestalten, wie ich es wirklich haben will, wie mein Herz leuchtet. Wenn ich morgens aufwache, dann will ich, was für eine Energie brauche ich um mich herum? Und diesen Manifestieren von den Dingen, dass ich mich mit dem beschäftige, was ich über alles liebe, hat dazu geführt, dass ich heute im Außen all das habe, physische, anfassbare Realität, von dem ich früher an meinen Wänden das an die Wände rangeklebt habe, angemalt habe. Heute lebe ich durchgängig in der physischen Realität, diese Realität, die ich von innen gestaltet habe. Also das ist durch die Praxis gegangen. Und es ist mein tiefes, tiefes Anliegen, dir zu sagen, es geht um dich und es geht darum, dass du dich um dich kümmerst, weil wenn du dich um dich kümmerst, kümmerst du dich ums gesamte Universum. Wenn es dir gut geht, wenn dein Cup voll ist, wenn dein Becher voll ist, wenn du voll bist, wenn du strahlst, fließt das zu allen anderen Lebewesen auf der Erde. Wenn es dir schlecht geht, du mies bist und du grimmig bist, ja, was tust du ausstrahlen?
Du haust jedem um dich herum eine runter. Ja, also, das ist es, worauf es jetzt ankommt und das ist es, was du auf keinen Fall wissen durftest. Ich freue mich auf dich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.